Freunde, als letztes Video werden wir uns jetzt noch ein Video anschauen, was mir schon das ein oder andere Mal auf Instagram vorgeschlagen wurde. Und ich muss auch zugeben, dass ich das Video jetzt nicht in voller Länge schon geguckt habe, sondern immer mal wieder so Schnipsel auf Reels, auf TikToks, auf keine Ahnung was, auf diese Shorts gesehen habe, weswegen mir jetzt nicht alles neu ist. Trotzdem ist es, denke ich mal, super interessant zu sehen, wie erstens Rick Owens sein Haus eingerichtet hat, wie er generell lebt. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, Rick Owens ist nicht nur eine Person, die ein Auge für Klamotten hat, sondern auch selber immer mal wieder auch eigene Möbel designt hat. Deswegen umso spannender finde ich dann zu sehen, wie er sein Zuhause eingerichtet hat. Ja? Deswegen schauen wir uns jetzt diese Roomtour von Rick Owens an und lassen uns da vielleicht sogar inspirieren, Freunde. Weil ich habe ja schon mal angekündigt, dass jetzt nicht in ultra naher Zukunft, aber ich würde schon ganz gerne vielleicht mal hier auch irgendwann umziehen. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere, was wir hiervon mitnehmen können. Auch wenn die Sachen, also gerade die Rick-Möbel und so, sind stupid teuer. Stupid. Unfassbar. Hi Vogue, I'm Rick Owens and this is my place in Concordia. Das ist sein Place in Italien. Wir können uns, denke ich, sicher sein, dass der Typ nicht nur eine Wohnung hat. My factory is across the street and this is where I come to do. Okay, das ist sehr nice. Das ist zum Beispiel ein Ausschnitt schon, was ich auf Instagram gesehen habe, dass seine Factory across the street ist. Also da, wo er lebt, da arbeitet er auch. Eingang schon wild mit dieser Riesenstatue, fühle ich sehr. Man merkt auch direkt, dass der Typ, der lebt das einfach. So, das ist einfach eine Welt, die er sich aufgebaut hat. Super nice. I wouldn't call myself a collector, maybe more of an eliminator, but the few things that I have are probably things that I've wanted for a really long time. This is a George Means sculpture. He was a Belgian sculptor associate. Ich glaube auch, dass nicht dieser Einrichtungsstil ist nicht für jedermann. Also ich glaube, nicht viele Leute haben Bock irgendwie mit so einem toten Kopf irgendwie Bock irgendwie Tag ein, Tag aus dran vorbeizulaufen. Das meine ich halt, der Typ, er hat schon eine eigene Ästhetik, er hat schon, wisst ihr, ich meine, man muss da vielleicht auch offen für sein, vielleicht auch Leute, die besonders gläubig sind oder so, weiß ich nicht, ob das mit deren Idealen zusammenpasst, aber ja. It's called Kneeling Youth. Und ich weiß auch nicht, ob es jetzt sonderlich funktionell ist, um ehrlich zu sein. And it's a study, I believe, for a fountain that's encircled by these youths leaning over it. It's about introversion, introspection, narcissism. Well, this is my interpretation. I just like the mood that it creates. It's kind of severe and a little bit maudlin, a little bit melancholy, but also vaguely spiritual. When I am in Concordia, I am focused on creating. This is a period of rigor and this is a period of training, and the gym takes up pretty much half the apartment. Ja, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Der Typ macht, glaube ich, jeden Tag Sport. Er liebt das Fitnessstudio. Auf Pumperpad seiner alten Zeiten angelehnt. Deswegen sehen wir auch hier alles, was man braucht, um diese Aktivitäten auszuführen. In any place that I've ever lived in. Ich finde das hier, also dieses Fugenlose und auch dieser Boden sehr nice. Including Hollywood Boulevard, Los Angeles. Plus der Typ macht die wildesten Betten. Googelt mal Rick Owens Betten. Unfassbar nice. I've always insulated and upholstered my spaces with army blankets, vintage army blankets. This is inspired by Joseph Beuys, who was my first art hero when I went to Ja, das mit diesen Teppichen unten, also was er angesprochen hat, habe ich jetzt art nicht gesagt. school. And he used army blankets as a symbol of protection and insulation and isolation. The Army Surplus Store was. Das ist jetzt nicht so meine Wave, to be honest, aber guck mal, das ist halt das Ding, was ich gerade auch meinte. Man kann sich halt daran inspirieren, muss sich jetzt nicht alles einfach irgendwie übernehmen. Da muss halt jeder gucken, okay, was nicht nice. Where I would get my original fabrics. I would make clothes out of the duffel bags, out of blankets, out of parachute clothes. Since then, which must be like 30 years ago, every place I have, I cover with army blankets. When I work on interiors or furniture, I'm pretty much a reductivist.
I don't think about domestic details that much. They feel a little fussy to me. So the domesticity in this apartment is pretty minimal. Ja, da hat er recht. Sehr minimalistisch eingerichtet, finde ich. Also ich glaube, ich habe noch kein Bild oder so gesehen. That's my closet. I don't have very many clothes. That's a little stack of t-shirts, a little stack of shorts for here, for the factory, for every day. Wenn er Klamotten braucht, geht er wahrscheinlich in seine, seine Factory und klaut sich ein paar Pieces. I always kind of like sticking to a decision. So when I pick an outfit, Was uns aber auch direkt auffällt, alles schwarz, ne? when I first put this place together, Boah. Mega wildes Badezimmer. Oh mein Gott, das sieht unfassbar nice aus. 7 years ago, I wanted Italian rationalism. I wanted something kind of monastic, something kind of Das sieht wild aus. severe. I like Dieser Boden mit diesen Wänden, krass. the classical tone of travertine interior sets. I like putting myself into that zone. I wanted someplace that would be a blank Alles sehr raw. Wisst ihr, wie ich meine? Das hat ja auch gerade angesprochen, nicht zu sehr ins Detail gehen, sondern ja, ein bisschen gröber das Ganze. for me, so I could get into a zone of putting a collection together. I might have overdone it. I put travertine everywhere I could. I put it on the walls, on the floor. I wanted a travertine box to work in, kind of like a cave, a travertine cave, something stone. I know that I wanted to live in stone. Super nice mit diese ganzen Stühle oder Bänke, dass die alles sehr rustikal, will man schon fast sagen, sind. Ihr seht selber, da ist jetzt nicht überall, das ist viel Platz frei einfach gelassen. Auch die Wände, schaut mal an. Wie gesagt, kein Bild. Hier ist einfach so ein Stuhl. Ich glaube, das ist, wie gesagt, nicht jedermanns und weiß auch nicht, ob das so funktionell ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann mir halt schon vorstellen, wenn du dich hier drauf sitzt, dass, weiß ich, dass du nach 2 Stunden keinen Bock mehr hast, hier zu sitzen. Es gibt wahrscheinlich gemütlichere Orte, um zu chillen. Aber es gibt halt einen Vibe. Ja? Und was mich halt auch triggern würde, wird hier überall diese ganzen Blätter, die halt dieser Baum verliert. Weiß ich, es wäre halt gar nicht meins. I've always been impressed by the skulls in Italian churches. This skull I got from a medical school auction years Wilde Lampe. Hier, checkt euch mal die Lampe auf diesem Schreibtisch. Oh. ago, and I use it as a memento mori, as a reminder that all is vanity, that one day my skull is going to be on somebody else's desk. So seize the day, seize the moment. Was? Okay. The pistols are from my father's collection. He was a very conservative, kind of stridently moralist. Muss er dafür einen Waffenschein haben? Es war ohne Who I Spaß. had a difficult relationship with. We used to be horrified, Mom and me, about having guns around the house. Aber es ist natürlich schon ein sehr persönliches Ding, jetzt diese Pistolen von dem Vater zu haben, wisst ihr, was ich meine? Also, das sind jetzt keine irgendwelche random Pistolen, sondern er verbindet damit irgendeine Geschichte. But now they are an affectionate reminder of him. I wanted it as shaggy, as chaotic, as wild as possible. Oh, look at those. Wieder da, meine Freunde, das Roughe, das Rawe. Ja, nicht zu sehr ins Detail. Jedes Ding muss perfekt sitzen. Es ist da komplett, ich nenne es mal ein Konzept. Shaggy. These chairs are by the Italian futurist artist Giacomo Balla. They're very severe and yet Sieht ein bisschen aus wie so Kirchenstühle, wisst ihr, wie ich meine? kind of fantastic at the same time. Giacomo Balla is usually a lot more colorful than this, so I was really lucky to find something so subdued. They are so uncomfortable. They're Auch gerade schon angesprochen. Ich glaube, in so einem Togo sitzt es sich schon gemütlicher als auf diesen Holzstühlen. hard. The angle of the back, you have to sit so upright, so it feels like a church pew, a little bit punishing. I rarely sit in them, but I love them so much. And I've probably kind of knocked them off with my furniture collection to a certain extent. One of my favorite
Aha! Aha! But my favorite object is this one. I was working with a dealer in New Das haben wir gerade schon gesehen. York who would send me images of sarcophaguses that were up for auction. And they were always a little bit too colorful and they always kind of looked a little fake to me. But anyway, finally this one Ich finde, diese Statue ist bis jetzt das, was mich am meisten kickt. came, and so it was so worth the wait. We call her Liza. Plus, es chillte halt genauso, wie es im Museum chillen würde. Wir alle hätten niemals genug Platz in einer Wohnung, um dieses Objekt so hinzustellen, wie er es hinstellt. Natürlich hat wahrscheinlich, weiß ich, 10 Wohnungen, da kann es ihm egal sein, ob er da jetzt irgendwie diese Figur hinstellt oder nicht. Er will es halt ästhetisch haben und nicht funktional. We entered into an agreement to collaborate with the family that was running it and to turn it into an Owens Court bar. It is part canteen for our crew, our team that is in the factory right across the street, but it's also for the community. I mean, it's open to everybody. We've included furniture pieces from the Rick Owens. Okay, krass. Also unter dem, so da wo er wohnt, darunter oder direkt nebenan, gibt es noch so eine Art Café, Restaurant mäßig, wo nicht nur seine Crew Essen speisen kann, sondern auch wo Leute halt hingehen können und sich da irgendwas ziehen. Owens furniture collection. We have bronze pieces from our accessories and home objects collection. I've been working in this office for 20 years and I've never repainted it because I like the patina of all of the tape marks and all of the pencil marks of all of the collections that we've gone through. I like having that sense of memory. These pieces have been with me for a while. These are objects from our, I guess, homeware collection. We have a bronze gourd vase and rock crystal goblet. Auch zu wild, diese Vasen, diese Behältnisse. Krass. I think of these as relics of the pieces that we do for the interiors. These could be futuristic or they could be ancient. I like that we're using the classical materials like bronze and rock crystal. Everything that I do is kind of a blend of the past. Wisst ihr, was mir auffällt? Wo ist die Küche? Wo ist die Küche aber? Wahrscheinlich ist er die ganze Zeit in diesem Restaurant unterm Haus, was quasi für alle offen ist. Thank you, Vogue, for allowing me to share my world. Every day, I'm very grateful that I ended up here. Arrivederci. Ja, wild! Also, ich glaube, das ist jetzt auch für mich jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, so würde ich meine Wohnung einrichten, to be honest. Aber man kann sich da schon Inspiration ziehen. Also, was ich am krassesten fand, war diese Wände mit dem Boden. Das war unfassbar heftig. Das sieht unfassbar nice aus. Das war schon wild. Ja, Mann. Der Boy lebt es einfach. Muss man halt straight up so sagen.